Jo, wenn du gedacht hast, ich bin hier, um dir zu erzählen, wie du Waves kriegst mit einem Kid, oder du selber ein Kid-Waver bist, Bro, ich unterstütze sowas nicht. Ich erzähle dir nicht, wie du Waves kriegst mit einem Kid, cause that's not natural shit. Waves is hard work. So, wenn du ein Kid-Waver bist, get your ass out of this video. What's good? What's up? It's your boy Tommy B. Wave und ich bin back mit einem kleinen Video. Ey, that's what's up. Genau, wie ihr schon im Titel lesen könnt, How to get Waves. How to get Waves hier für meine German People. Ich erkläre euch heute mal so langsam, was du brauchst und was du dafür tun musst, damit du Waves bekommst. Ja. Ich selber, ich bin Waver seit 2000 Jahre später. Ja, genau, seit 2 Jahren bin ich am Waven und am Anfang wusste ich auch nicht sehr viel davon. Ich habe halt wirklich so, bei DM habe ich mir so eine Bürste geholt und habe dann angefangen dann zu brushen so. Aber das bringt dir nichts, du brauchst auf jeden Fall einen gescheiten Brush. Ich habe mit der Zeit dann so gelernt, so, okay, was ich brauche, was ich machen kann, damit ich so mehr rausholen kann, so drum und dran. Und dieses kleine Wissen, was ich habe, möchte ich jetzt auf jeden Fall bei euch weitergeben. Denke auch, ist auch nice, weil ich glaube nicht, dass es irgendwie hier solche Waver gibt, die jetzt so YouTube machen und das erklären dann. Und ja, auf jeden Fall, ich hoffe, das Video gefällt euch. Hinterlasst ein Like da, kommentiert. Abonniert den Channel, wenn ihr neu seid. Würde mich auf jeden Fall unnormal freuen. Was ich dir auf jeden Fall am Anfang sagen kann, ist, dass du Geduld brauchst. Okay, Geduld, weil die Waves sind zeitaufwendig. Die kommen nicht von heute auf morgen. Du bist am Waschen hier so kurz 2 Minuten und so. Tust du dein Durag aufsetzen und dann gehst du wieder schlafen. Morgen wachst du auf und guckst im Spiegel. Hast du Waves? Nein. Nein, du hast keine Waves. Aber Waves sind wirklich zeitaufwendig. Die kommen wirklich von Woche zu Woche so. Weißt du, ich meine, du bist da in der Session, du bist da wirklich drin, du bist am brushen. Ja, das ist key einfach. Du musst brushen, du musst auf jeden Fall viel brushen. Was ich dir empfehlen kann für einen Tag, wie oft du brushen solltest, eine halbe Stunde maximal, das genügt eigentlich. Ja, manche sagen eine Stunde, aber eine Stunde ist schon zu viel. So, du kannst nicht von einer Stunde am Spiegel hocken so und dann brushen die ganze Zeit, das ist crazy. Ja, lieber du verteilst dir das wirklich am Tag. Sagen wir, die halbe Stunde verteilst du dir am Tag, okay? Morgens stehst du kurz auf, tust ein bisschen brushen, tust 10 Minuten. Du bist am Zocken, du bist am Brushen nebenher. Du bist am Handy, gerade so Instagram, so, du weißt doch. So, du bist am Brushen. So, dann vergeht das alles und du merkst das gar nicht, so, weißt du, was ich meine? Und da hast du schon über die Hälfte gemacht, so, weißt du, was ich meine? Und dann kurz bevor du schlafen gehst, bist du da wirklich, tust du brushen, so, weißt du, was ich meine? So hast du da deine 15 Minuten Brush-Session oder 30 Minuten, je nachdem, wie du es magst, wie dir es gefällt. Ja, genau, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Was du auf jeden Fall auch brauchst, ist ein Low Cut. Du musst deine Haare am Anfang echt low cutten. Gibt dir diese 1,5 oder 2,0 Aufsätze. Ja, damit kannst du deine Haare schneiden, dass die so tief sind. Und dann fängst du von da aus an. Von Zero fängst du an und dann ist das wirklich so. Nach der Zeit wirst du wirklich merken, dass du irgendwie hier Waves bekommst, langsam. Ja, weil die kommen wirklich nicht nach ein paar Tagen oder sowas. Das ist wirklich auch manchmal, nach einem Monat siehst du erst Resultate. Es kommt auf jeden Fall auch drauf an, was für eine Haarstruktur du hast, so texturmäßig. Ja, darauf kommt es auch an. Bei den meisten kommt es schneller, bei den meisten kommt es langsamer. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein Prozess. Das ist ein Prozess, nicht von heute auf morgen, sondern wirklich kann auch über Monate gehen, so damit du wirklich die krassen Resultate rausbringst. Was du auf jeden Fall brauchst für den Anfang, ist ein Brush. Ja, ein Brush. Du brauchst einen Durag, dann brauchst du Hair Pomade und dann hast du einen Kamm. Okay, und dann hast du noch eine Tüte. Ja, Brush, damit du deine Haare brushst. Ja, damit du hier die Waves bekommst. Hair Pomade, natürlich, damit es dann ein bisschen geschmeidiger, so ein bisschen aussieht. So, weißt du, ich meine, das vereinfacht dir das auch beim Brushen. Ja, dass du deine Haare so ein bisschen runterlehnen, also dass die liegen dann, okay. Dann das Öl, das ist einfach nur gut für die Haare. Das tut, ich kenne mich da nicht wirklich aus, ja, aber das ist auf jeden Fall gut für die Haare. Das hilft auch bei dem Wachstum. Jetzt zum Beispiel dieses Jamaican Castor Oil, was ich benutze. Das ist auf jeden Fall echt gut für die Haare, kann ich empfehlen. Dann hast du die Tüte. Die Tüte hast du dann am Ende von deiner Brush-Session. Wenn du dann deine Haare gebrusht hast, okay, dann benutzt du das, damit du deine Haare nochmal, damit du wirklich die Resultate am Ende nochmal siehst. So, du legst die damit down, also die liegen danach, weißt du, was ich meine? Nimmst du dir Zeit, vielleicht 2 Minuten oder so, tust du dann die ganze Zeit mit der Tüte so, als würdest du brushen, so, weißt du, was ich meine? Und ja, dann siehst du so kleine Resultate, jetzt nicht nach 1, 2 Tagen oder so, aber
so wirklich so, jetzt sagen wir mal nach einem Monat oder so, wirst du dann schon was sehen, wenn du immer am Ende von deiner Wash-Session bist. Dann ein Durag auf jeden Fall. Ein Durag brauchst du, weil am Ende nach der Wash-Session brauchst du, damit du deine Waves zum Liegen bringst, okay? Brauchst du den Durag. Ziehst du den danach an, tust den zumachen und fertig ist. Ja, und dann bis zum nächsten Tag oder keine Ahnung wie viele Stunden dann. Die ganze Zeit, dann wiederholst du das. Das muss wirklich eine Routine werden, so. Bis am Brushen, so machst du die kleinen Sachen. Und dann kommst du wirklich zu dem Resultat, was du haben willst. Ja. Und dann kommt es drauf an, okay, willst du noch krasser gehen, willst du noch weiter tiefer gehen in die ganze Sache so. Das ist dir überlassen. Ja, genau, das zu dem, was du auf jeden Fall mal brauchst und was du machen kannst, damit du hier die Waves bekommst. Es gibt ja verschiedene Wave-Arten. Okay, es gibt einmal 360, es gibt 720, es gibt 180, 540. Ich habe 540. Ich habe am Anfang ja auch 360 gemacht, aber dann habe ich gemerkt, so, nee, ich muss was anderes machen. Ich brauche was anderes. Ich will irgendwie noch mehr rausholen. So. Habe ich gesagt, okay, ich mache 540, weil 360 ist wirklich so dieses Standard und 180. Also 180 ist ja wirklich schon hier oben. Ich blende das mal ein, damit ihr das sehen könnt. Genau, 180 und 360 ist halt wirklich dieses typische Standard, was jeder macht, so. Weißt du, was ich meine? So. Aber es ist dir überlassen, was dir gefällt, was du denkst, das sieht an dir gut aus. Machst du. Weißt du, was ich meine? Machst du. Genau, jetzt kommen wir zu der Brush-Session. Was du da jetzt benötigst. Und wie gesagt, du brauchst deinen Durag, du brauchst deinen Brush. Hier vor allem bei dem Brush ist so, du brauchst, manche denken, die brauchen nur einen Brush, aber in Wirklichkeit ist das wirklich, du brauchst wirklich 3 Brushes. Warum 3? Einmal brauchst du den Soft, einmal den Medium Brush und dann einmal den Hard Brush. Okay, den Hard Brush benutzt du dann, wenn deine Haare wirklich am Wachsen sind, so in der 2., 3. Woche, also wenn du merkst, okay, du kriegst langsam viele Haare, dann bist du mit dem Hard Brush am Anfang beschäftigt, okay, von deiner Brush Session. Benutzt du den Hard Brush, damit du wirklich da mehr rausholen kannst, okay, damit du wirklich da Connections kriegst und alles drum und dran. Das ist wirklich, das nennt man Warping, okay, das nennt man Warping. Ist dir auch überlassen, wie lange du deine Haare wachsen lassen willst. Wenn du denkst, okay, 4 Wochen reichen aus, dann cuttest du wieder ein bisschen runter, aber nicht zu low, ja, so, dass du wieder in den Prozess reingehen kannst zum Warping. Sollte das sein, ja. Genau, mit dem Haarbrush holst du auf jeden Fall viel raus aus deinen Haaren oder aus deinen Waves. Kannst du echt viel machen. Genau, nach dem Hardbrush, wenn du damit gebrusht hast, gehst du rüber zum Medium Brush, okay. Der macht es dann nochmal ein bisschen geschmeidig, der lädt es dann nochmal ein bisschen down, so, weißt du, ich meine, so bist du am Brushen. Wirklich muss ich auch auf jeden Fall echt auf deine Weak Side konzentrieren. Ja, es gibt immer irgendwo Seiten, so die, wo die Waves nicht krass rauskommen. So, von da aus fängst du eigentlich immer an. Okay, du siehst, auf der linken Seite ist deine Weak Side. Okay, dann fängst du da an und da hörst du auch wieder auf. Ja, sprich, du fängst auf der linken Seite an, ist jetzt deine Weak Side. Okay, fängst du da an, tust du brushen und dann gehst du auf die rechte Seite, oben, hinten, so, weißt du, was ich meine. Aber dann wieder zum Ende, wenn du zum Ende ankommst, gehst du wieder auf deine linke Seite, damit da wirklich, damit das gleichmäßig wird mit den anderen Waves, weißt du, was ich meine. So, nach dem Medium Brush hast du den Soft Brush. Ja, musst nicht benutzen, kannst du benutzen, aber der Soft Brush ist eigentlich auch da, wenn du nach deinem Low Cut, okay, nach deinem Low Cut, dass du dann mit dem anfängst oder mit dem Medium Brush, je nachdem, weil der Hard Brush am Anfang, wenn du deine Haare low cuttest, reizt nur die Kopfhaut und es tut echt weh, das ist gar nicht angenehm. Aber ich würde dir da den Soft Brush empfehlen und den Medium Brush. Ja, den Medium Brush und den Soft Brush, die beiden kann ich dir am Anfang empfehlen dann. Und dann, wenn du echt siehst, dass deine Haare wachsen, dann rüber zu dem Hard Brush. Genau, nach dem Medium Brush, den Soft Brush benutzt du, tust du brushen, ja. Und nach dem Soft Brush ist so, dass du rüber gehst zu deiner Tüte. Ja, du willst ja deine Results sehen. In der Tüte tust du dann, genau wie du am Brushen bist, so in die Richtung gehst du auch mit der Tüte. Tust sie dann da so rüber, wie soll ich sagen, du nimmst die mit, so, okay, wie als ob du brushen tust. So. Und ja, nachdem, wenn du damit fertig bist, nimmst du deinen Durag, tust du deinen Durag auf deinen Kopf. Ja, dann gibt es noch Boo Caps, so Wave Caps so mäßig, die kannst du auch nochmal drauf tun. Ja, die pressen dann nochmal den Durag drauf auf deine Haare, damit es wirklich liegt. Ja, also du musst es benutzen, aber du solltest es benutzen, wenn du am Warfen bist. Ja, weil das ist dann manchmal schwierig mit einem Durag normal, so dass deine Haare dann liegen, so. Das wird dann nicht so krass. Aber ja, da brauchst du dann auf jeden Fall den Boo Cap oder Wave Cap, ja, je nachdem. Ich werde die auf jeden Fall mal
die ganzen Sachen mal in die Beschreibung verlinken. Jo, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall antworten. Ich bin da. Wenn du da draußen ein Waver bist und sagst, okay, ey Bro, du hast was gesagt, was nicht stimmt, use Trash Talking, dann schreib es in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ich bin auf jeden Fall für konstruktive Kritik auf jeden Fall offen. Genau. Hinterlasst ein Like da, kommentiert und abonniert den Channel, wenn ihr neu seid. Ich würde mich unnormal freuen für die Abos. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Don't be wavy, be the wave.